Hallo, willkommen zum Deutschen Hörverständnis-Konversations-Podcast. Ich bin Matteo. Und ich bin Sophia. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wirklich schön. Also, falls ihr zum ersten Mal hier seid, willkommen, willkommen, willkommen. Und falls ihr schon länger dabei seid, ihr wisst, was kommt. Wir reden, wir lachen, wir üben Deutsch zusammen. Genau. Und heute haben wir ein Thema, das wirklich jeder kennt. Jeder, absolut jeder. Ja, was meinst du? Stell dir vor, du bist in einer neuen Stadt, neue Leute, neue Sprache und jemand fragt dich, ganz einfach, wer bist du eigentlich? Oh Gott, ja, ich kenne dieses Gefühl sehr gut. Und plötzlich vergisst du alles. Deinen Namen, dein Alter, wo du herkommst, alles weg. Ja, genau so. Das ist heute unser Thema. Wie stellt man sich auf Deutsch vor? Aber nicht nur die Theorie. Wir reden über echte Erlebnisse. Echte, manchmal peinliche Erlebnisse. Sehr peinliche. Also bleib dran. Also Sophia, lass uns einfach anfangen. Wann hast du dich zum ersten Mal auf Deutsch vorgestellt? Wirklich vorgestellt, meine ich, nicht im Unterricht. Also, das war, glaube ich, als ich zum ersten Mal nach Deutschland gereist bin. Ich war damals, vielleicht 22 Jahre alt. Und ich war so nervös, weißt du? Nervös? Warum? Du sprichst doch gut Deutsch. Ja, jetzt. Aber damals, oh mein Gott. Ich dachte, ich kann Deutsch. Ich hatte 2 Jahre im Unterricht gelernt. 2 Jahre. Und dann stehe ich am Flughafen in Frankfurt. Ja, was ist passiert? Ein Mann fragt mich, ganz freundlich, Entschuldigung, sind Sie zum ersten Mal hier? Und ich sage, ja, ich heiße Sophia. Das war seine Frage nicht. Nein, er hat gefragt, ob ich zum ersten Mal in Frankfurt bin. Und ich stelle mich vor. Ich war so verwirrt. Das ist so klassisch. Das kenne ich auch. Man lernt einen Satz. Ich heiße, ich komme aus, und dann sagt man ihn einfach bei jeder Gelegenheit. Genau, egal was die Frage war. Ich heiße Sophia, ich komme aus Spanien, ich bin 22 Jahre alt. Fertig. Nächste Frage bitte. Also für alle, die zuhören. Das ist übrigens eine perfekte Vorstellung auf Deutsch. Sophia hat es gerade gesagt. Ich heiße, ich komme aus, ich bin Jahre alt. Das sind die wichtigsten Sätze. Ja, und man kann auch sagen, mein Name ist Sophia. Also ich heiße und mein Name ist. Beides bedeutet dasselbe. Genau. Also das bedeutet einfach, mein Name ist. Beide Formen sind richtig und beide klingen natürlich. Aber Matteo, erzähl du auch. Wie war deine erste Vorstellung auf Deutsch? Oder hast du immer perfekt gesprochen? Oh nein, auf keinen Fall. Also, ich erinnere mich noch sehr gut. Ich war auf einer Sprachreise. Weißt du, so eine Reise, wo man in einem fremden Land lebt und die Sprache lernt. Oh ja, das klingt schön. Wo warst du? In München. Wunderschöne Stadt. Aber ich war damals wirklich am Anfang. Mein Deutsch war, sehr einfach. Sehr, sehr einfach. Wie einfach? Also, ich konnte sagen, hallo, danke, bitte. Und ich heiße Matteo. Das war ungefähr alles. Wirklich? Nur das? Nur das. Und am ersten Abend in München, wir waren in einer kleinen Gruppe, so 10 Leute aus verschiedenen Ländern. Und wir mussten uns alle vorstellen. Auf Deutsch natürlich. Und? Wie war das? Also, alle anderen haben sich vorgestellt. Hallo, ich heiße, ich komme aus, ich lerne Deutsch, weil... Und als ich dran war, ich sage, hallo, ich heiße Matteo, ich bin aus? Du hast das Wort vergessen? Ich habe Italien vergessen, mein eigenes Heimatland. Ich wusste in diesem Moment nicht, wie man Italien auf Deutsch sagt. Oh mein Gott. Und was hast du dann gemacht? Ich habe einfach gesagt, auf Englisch, Italy. Und alle haben gelacht. Freundlich, aber trotzdem, Das ist aber gar nicht so schlimm. Das passiert. Und weißt du was? Ich finde es sogar mutig. Du hast es trotzdem versucht. Ja, das stimmt. Und die anderen waren auch alle Anfänger. Keiner hat wirklich gut Deutsch gesprochen. Das war irgendwie verbindend. Das Wort verbindend, das bedeutet, es hat euch alle zusammengebracht, ja? Genau. Also, das bedeutet etwas, das Menschen verbindet, zusammenbringt. Und Fehler machen, das verbindet Menschen wirklich. Das ist so wahr. Wenn man einen Fehler macht und alle lachen zusammen, dann ist das Eis gebrochen. Das Eisbrechen. Schöne Redewendung. Das bedeutet, dass die Situation entspannt wird. Man fühlt sich nicht mehr so nervös. Genau. Aber Matteo, lass uns über das Vorstellen selbst reden. Weil ich denke, viele Leute, die Deutsch lernen, sie wissen die Wörter, aber sie wissen nicht, wie eine echte Vorstellung klingt. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Im Unterricht lernt man so: Guten Tag, ich heiße Matteo, ich komme aus Italien, ich bin 30 Jahre alt, ich bin Lehrer. Punkt. Ende. Ja, so steif, so formell, wie ein Roboter. Genau wie ein Roboter. Aber in der echten Welt, das klingt ganz anders. Wie klingt es denn in der echten Welt? Naja, also stell dir vor, du bist auf einer Party oder in einem Café und du triffst jemanden zum ersten Mal. Da sagt man nicht so formell: Guten Tag, ich heiße Matteo. Man sagt eher: Hey, ich bin der Matteo. Oder einfach: Hi, ich bin Matteo. Ja, und oft fragt man auch direkt zurück. Also, ich bin Sophia und du? Das ist viel natürlicher. Viel natürlicher. Und man fügt oft etwas hinzu, was interessant ist. Nicht nur Name, Alter, Herkunft, sondern auch etwas Persönliches. Zum Beispiel? Zum Beispiel: Ich bin Matteo, ich komme aus Italien, aber ich lebe schon seit 5 Jahren in Berlin. Das klingt schon viel interessanter, oder? Ja, oder ich bin Sophia, ich komme aus Spanien und ich liebe deutschen Käsekuchen. Das ist sofort ein Gesprächsthema. Jeder in Deutschland redet über Käsekuchen. Wirklich, das ist meine geheime Strategie. Naja, also stell dir vor, du bist auf einer Party oder in einem Café und du triffst jemanden zum ersten Mal. Da sagt man nicht so formell: Guten Tag, ich heiße Matteo. Man sagt eher: Hey, ich bin der Matteo. Oder einfach: Hi, ich bin Matteo. Ja, und oft fragt man auch direkt zurück. Also, ich bin Sophia und du? Das ist viel natürlicher. Viel natürlicher. Und man fügt oft etwas hinzu, was interessant ist. Nicht nur Name, Alter, Herkunft, sondern auch etwas Persönliches. Zum Beispiel? Zum Beispiel: Ich bin Matteo, ich komme aus Italien, aber ich lebe schon seit 5 Jahren in Berlin. Das klingt schon viel interessanter, oder? Ja, oder ich bin Sophia, ich komme aus Spanien und ich liebe deutschen Käsekuchen. Das ist sofort ein Gesprächsthema. Jeder in Deutschland redet über Käsekuchen. Wirklich, das ist meine geheime Strategie. Ich sage immer etwas über Essen. Dann hat man sofort etwas zu reden. Das ist eigentlich ein guter Tipp. Wenn man sich vorstellt, dann, man muss nicht nur die Fakten nennen, man kann auch eine kleine Geschichte erzählen oder etwas Überraschendes sagen. Ja, ich erinnere mich. Ich war mal bei einem deutschen Stammtisch. Weißt du, was ein Stammtisch ist? Für unsere Zuhörer: Ein Stammtisch ist ein regelmäßiges Treffen, meistens in einer Kneipe oder einem Café. Eine Gruppe von Menschen trifft sich regelmäßig zum Reden. Genau. Und dieser Stammtisch war für Sprachlernende. Also Deutsche und Ausländer treffen sich und reden zusammen. Auf Deutsch, auf Englisch, auf was auch immer. Oh, das klingt super. Ich liebe solche Veranstaltungen. Ja, es war schön. Aber als ich reingekommen bin, saßen da vielleicht 20 Leute und alle haben mich angeschaut. Und die Moderatorin, eine sehr freundliche Frau, sagt: Oh, eine neue, stell dich kurz vor. Oh nein, vor 20 Leuten? Vor 20 Leuten. Alle schauen mich an. Und ich dachte, okay, ich kann das, ich habe geübt, ich bin vorbereitet. Und? War es so, wie du dir es vorgestellt hast? Naja, ich habe angefangen mit Hallo, ich bin Sophia. Gut, dann ich komme aus und plötzlich habe ich das Wort Spanien vergessen. Nein, wie du, wie ich mit Italien. Genau wie du. Ich habe Spanien vergessen. Ich habe einfach gesagt, ich komme aus dem Land von Flamenco und Tapas. Das ist die beste Beschreibung von Spanien, die ich je gehört habe. Und alle haben gelacht und geklatscht. Und dann haben wir eine halbe Stunde über spanisches Essen geredet. Siehst du, das ist das Geheimnis. Manchmal ist ein Fehler oder ein lustiger Moment besser als eine perfekte Vorstellung. Ja, und ich glaube, das ist auch eine wichtige Lektion für alle, die Deutsch lernen. Perfektion ist nicht das Ziel. Verbindung ist das Ziel. Das ist ein sehr schöner Gedanke, Sophia. Wirklich. Also das bedeutet, es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, echte Verbindungen zu schaffen. Genau. Und jetzt lass uns mal konkret werden. Matteo, wie würdest du dich heute vorstellen, auf einem Niveau, das vielleicht für B1 oder B2-Lernende interessant ist? Also, gut, ich versuche es. Hallo zusammen, ich bin der Matteo. Ich komme aus einer kleinen Stadt in Norditalien, nicht weit von Mailand. Aber ich lebe jetzt seit ungefähr 8 Jahren in Deutschland, hauptsächlich in Berlin. Von Beruf bin ich Podcaster und Sprachlehrer, was ich wirklich liebe. In meiner Freizeit wandere ich gerne, lese viel, meistens Krimis, und ich lerne gerade ein bisschen Japanisch, was völlig gerückt ist, aber sehr Spaß macht.
Oh, das war wunderbar. Siehst du, Leute, das ist eine echte Vorstellung. Es gibt persönliche Informationen, es gibt Emotionen, es gibt Hobbys und es klingt wie ein Mensch, nicht wie ein Lexikon. Danke, danke. Und jetzt du, Sophia. Okay, also, hallo, ich heiße Sophia. Ich bin aus Spanien, genauer gesagt aus Barcelona. Ja, die Stadt mit dem Fußball und der Sagrada Familia. Ich bin vor 3 Jahren nach Deutschland gezogen, weil mein Partner hier arbeitet. Ich arbeite als Grafikdesignerin und mache nebenbei diesen Podcast mit Matteo, was ehrlich gesagt eine der besten Entscheidungen meines Lebens war. Ich liebe Kaffee leidenschaftlich, wie ein Spanier eben. Und ich habe immer noch nicht verstanden, warum deutsche Kaffeepausen so kurz sind. Das ist so wahr. Die deutschen Kaffeepausen sind wirklich sehr kurz im Vergleich zu spanischen. Viel zu kurz. In Spanien ist eine Kaffeepause ein Ritual. In Deutschland ist sie eine Pause. Eine effiziente Pause. Eine sehr effiziente Pause. Aber okay. Also Leute, habt ihr gemerkt, beide Vorstellungen hatten etwas gemeinsam. Was war das? Sie waren persönlich, sie hatten Humor und sie hatten Details, nicht nur Fakten. Genau. Und ein wichtiger Kipp. Wenn ihr euch vorstellt, denkt an 3 Dinge. Wer ihr seid, was ihr macht und was euch interessiert oder bewegt. Das ist eigentlich alles, was man braucht. Und natürlich, der Ton ist wichtig. Wenn man lächelt, wenn man locker ist, das kommt auch in der Stimme rüber. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Aber ich muss sagen, ich kenne viele Leute, die wirklich Angst haben, sich zu vorstellen. Nicht wegen der Sprache, sondern wegen der Situation an sich. Das stimmt. Soziale Angst ist ein richtiges Thema. Ich hatte das früher auch. Wirklich? Du wirkst immer so selbstbewusst. Jetzt vielleicht, aber früher, oh mein Gott. Als ich jung war, also so mit 16, 17, ich konnte kaum vor der Klasse sprechen. Ich wurde rot, ich fing an zu zittern. Uff, das ist unangenehm. Ja, und dann, als ich angefangen habe, Deutsch zu lernen, stell dir vor, du hast schon Angst, auf Italienisch zu reden und dann sollst du das auch noch auf Deutsch machen. Doppelte Angst, genau. Aber weißt du, was mir geholfen hat? Was denn? Ich habe mir gesagt, die Leute, mit denen ich rede, interessieren sich nicht so sehr dafür, was ich sage. Sie sind zu sehr damit beschäftigt, sich selbst Sorgen zu machen. Das ist so wahr. Wenn ich nervös bin und jemanden treffe, der andere ist wahrscheinlich genauso nervös. Genau, niemand schaut so genau hin, wie wir denken. Und das ist befreiend, wenn man das wirklich versteht. Ja, und ich denke, das gilt auch fürs Deutschlernen. Wenn ihr einen Fehler macht, die meisten Deutschen werden nicht lachen. Die werden euch helfen. Die meisten Deutschen sind wirklich sehr hilfsbereit, wenn jemand ihre Sprache lernt. Ich habe das so oft erlebt. Die Leute freuen sich, wenn Ausländer Deutsch sprechen. Ja, das habe ich auch erlebt, als ich zum ersten Mal in einem deutschen Supermarkt auf Deutsch gefragt habe. Entschuldigung, wo finde ich den Joghurt? Die Kassiererin hat sich so gefreut. Sie hat mir nicht nur gesagt, wo der Joghurt ist, sie hat mir den ganzen Laden erklärt. Das ist typisch. Du willst eine Antwort und bekommst eine Tour. Eine komplette Tour. Aber ich habe es geliebt, weil ich danach wirklich das Gefühl hatte, ich kann das. Ich kann auf Deutsch kommunizieren. Das ist der Moment. Der Moment, wenn man merkt, hey, das funktioniert. Das ist der wichtigste Moment beim Sprachenlernen. Ja, und ich erinnere mich noch genau, wie ich mich danach gefühlt habe. Ich bin aus dem Supermarkt gegangen und habe einfach gelächelt. So dumm breit gelächelt. Das ist gar nicht dumm. Das ist schön. Das ist Stolz. Berechtigter Stolz. Ja, stolz auf mich selbst. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Man muss sich selbst feiern, auch für kleine Erfolge. Absolut. Wenn ihr heute das erste Mal auf Deutsch Guten Morgen zu jemandem sagt, feiert das. Das ist ein Schritt. Jeder Schritt zählt. Und wir sind jetzt bei einem interessanten Punkt. Matteo, ich möchte über etwas reden, das ich wirklich schwierig fand oder finde. Und das ist, was macht man, wenn man sich vorstellt und der andere antwortet zu schnell auf Deutsch? Oh Gott, ja, das Tempoproblem. Das Tempoproblem. Du stellst dich schön vor, auf Deutsch, du bist stolz und dann antwortet der andere in einem Tempo, das du nicht mehr verstehst. Ja, das ist frustrierend. Ich kenne das sehr gut. Man versteht vielleicht jedes zweite Wort und dann nickt man einfach und hofft, dass man nichts Wichtiges verpasst hat. Das Nicken und Hoffen, das ist eine echte Überlebensstrategie. Eine sehr verbreitete Strategie unter Sprachlernenden. Aber was ist die bessere Lösung? Was kann man sagen, wenn man jemanden nicht versteht? Also, es gibt ein paar sehr nützliche Sätze. Zum Beispiel, kannst du das bitte wiederholen? Das ist die direkte Variante. Oder kannst du bitte langsamer sprechen?
Das ist auch sehr höflich und die meisten Leute verstehen das sofort. Und eine andere Möglichkeit: Entschuldigung, ich habe das nicht ganz verstanden. Das klingt sehr natürlich. Und man kann auch sagen, ich lerne noch Deutsch, könntest du das bitte nochmal erklären? Das ist ehrlich und die meisten Leute reagieren sehr positiv darauf. Genau, Ehrlichkeit ist oft die beste Strategie. Wenn man sagt, ich lerne noch, das ist kein Zeichen von Schwäche, das ist Mut. Ja, es braucht Mut, eine fremde Sprache zu sprechen. Wirklich. Man macht sich verletzlich, man zeigt, dass man noch nicht perfekt ist und das ist eigentlich sehr menschlich. Das ist sehr menschlich. Und ich denke, deswegen verbindet Sprachenlernen auch so sehr. Wenn zwei Menschen in einer Sprache sprechen, die nicht die Muttersprache von zumindest einem von ihnen ist, da entsteht etwas Besonderes. Ja, eine Art Vertrauen. Genau, Vertrauen. Man sagt, ich vertraue dir genug, um Fehler vor dir zu machen. Das ist, das ist eigentlich sehr schön, wie du das formuliert hast. Danke, ich habe meine poetischen Momente. Sehr selten, aber sie existieren. Sehr selten, ja. Aber okay, lass uns weitermachen. Sophia, ich möchte über verschiedene Situationen reden, weil sich vorstellen ist ja nicht gleich sich vorstellen, oder? Was meinst du? Naja, wie man sich bei einer Party vorstellt, ist anders als in einem Vorstellungsgespräch. Oder wenn man einen neuen Nachbarn trifft. Oder wenn man in einer WhatsApp-Gruppe neu ist und sich vorstellt. Oh, die WhatsApp-Gruppenvorstellung, das ist eine eigene Kunstform. Wirklich. Hallo alle, ich bin neu hier, freue mich auf euch. Mit 3 Emojis. Ja, und dann lesen alle die Nachricht und niemand antwortet. Aber alle schauen die Nachricht an, das typische gesehen, aber kein Kommentar. Das Schweigen als Antwort, so deutsch. Naja, das ist auch international. Aber okay, verschiedene Situationen. Was sind die Hauptunterschiede? Also, formell versus informell, das ist das Wichtigste. In einem Vorstellungsgespräch sagt man zum Beispiel: Guten Tag, mein Name ist Matteo Rossi. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Man benutzt Sie, also die formelle Form. Ja, das Sie ist so wichtig auf Deutsch. Und das ist wirklich etwas, das Lernende manchmal verwirrt. Wann sagt man Sie und wann sagt man Du? Also, einfach erklärt, Sie benutzt man bei Fremden, bei älteren Menschen, in beruflichen Situationen, in formellen Kontexten. Und Du benutzt man bei Freunden, bei Familie, bei Gleichaltrigen, in lockeren Situationen. Und wenn man unsicher ist, man fragt einfach, können wir uns duzen? Das ist eine völlig normale Frage in Deutschland. Genau. Und wenn jemand sagt, lass uns duzen, ist das eigentlich ein Zeichen, dass die Person dich mag. Es ist ein Schritt in Richtung Freundschaft. Ja, das finde ich interessant. In Spanien duzt man fast immer sofort, selbst Fremde. Aber in Deutschland, das Sie hat wirklich eine Bedeutung. Hast du dich jemals in Schwierigkeiten gebracht wegen Sie und Du? Oh ja, als ich neu in Deutschland war, ich war in einer Behörde, weißt du, so ein Amt, sehr formell. Und der Beamte, ein älterer Herr, hat mir geholfen und ich habe gesagt, danke, du bist so nett. Oh nein. Er hat mich so angeschaut, so einen langen, langen Blick. Und dann hat er sehr höflich gesagt, Sie meinen, Sie sind so nett. Hat er dich verbessert? Er hat mich korrigiert, direkt. Und ich war so, so rot im Gesicht. Das ist unangenehm, aber er hat dir eigentlich einen Gefallen getan. Du hast es danach nie wieder vergessen, oder? Nie wieder, nie wieder. Das Sie in Ämtern, das sitzt jetzt für immer in meinem Kopf. Die besten Lektionen sind die peinlichsten. Das ist leider so wahr. Okay, also für alle, die zuhören. In formellen Situationen, Ämter, Behörden, Vorstellungsgespräche mit älteren Menschen, immer Sie. In lockeren Situationen, Freunde, Kaffee, unter Gleichaltrigen, Du. Und wenn ihr unsicher seid, fragt einfach. Sehr gut zusammengefasst. Und noch ein Tipp. Wenn ihr euch vorstellt, achtet auf die Körpersprache. Auch das gehört dazu. Ach so? Was meinst du genau? Naja, in Deutschland ist ein Handschritt sehr wichtig, besonders in formellen Situationen. Wenn du jemanden zum ersten Mal triffst, in einer beruflichen Umgebung, gibt man sich die Hand. Ja, das stimmt. Und der Handschutz sollte fest sein. Nicht zu schwach, nicht zu stark. Nicht wie ein nasser Fisch. Bitte nicht wie ein nasser Fisch. Das ist wirklich kein guter erster Eindruck. Ein nasser Fisch als Handschritt, das vergisst man auch nicht schnell. Nein, das nicht. Und man schaut dem anderen in die Augen dabei. Augenkontakt ist wichtig in Deutschland. Ja, Augenkontakt zeigt, ich bin aufmerksam, ich respektiere dich, ich bin ehrlich. Das ist kulturell sehr wichtig.
In anderen Kulturen ist das anders, oder? Ich kenne Kulturen, wo zu viel Augenkontakt als unhöflich gilt. Ja, das stimmt. Deswegen ist es immer gut, die Kultur zu verstehen, in der man sich bewegt. Sprache und Kultur gehen Hand in Hand. Das ist eigentlich ein Podcast für sich. Kultur und Sprache. Oh ja, vielleicht machen wir das mal. Eine ganze Episode über deutsche Kulturgewohnheiten. Ja, das wäre super. Aber erstmal zurück zum Vorstellen. Matteo, ich möchte einen Moment über etwas reden, das ich emotional finde, okay? Natürlich. Was ist es? Also, ich denke an alle Menschen, die gerade in einem neuen Land sind. Deutschland, Österreich, die Schweiz, irgendwo. Und die versuchen, sich zu vorstellen in einer Sprache, die sie noch lernen. Und vielleicht sind sie nervös, vielleicht haben sie Heimweh, vielleicht fühlen sie sich verloren. Ja. Und trotzdem öffnen sie den Mund und versuchen es. Das finde ich wirklich tapfer. Wirklich. Ich auch. Ich habe das selbst erlebt. Als ich nach Berlin gezogen bin, die ersten Monate waren wirklich schwer. Man fühlt sich unsichtbar, wenn man die Sprache nicht gut spricht. Man kann sich nicht wirklich ausdrücken. Man fühlt sich wie ein Kind. Ja, das Gefühl kenne ich. Man weiß, was man sagen will, man fühlt es, aber die Worte kommen nicht. Oder sie kommen falsch. Und das ist frustrierend. Besonders, wenn man zu Hause in seiner Muttersprache vielleicht witzig ist oder eloquent oder überzeugend. Und plötzlich kann man kaum einen vollständigen Satz bilden. Man verliert kurzfristig einen Teil von sich selbst. Ja, das ist sehr gut gesagt, Sophia. Man verliert kurzfristig einen Teil von sich. Aber, und das ist das Schöne, man findet ihn wieder. Mit der Zeit findet man sich selbst wieder in der neuen Sprache. Und dann ist man plötzlich wieder witzig auf Deutsch und macht Wortspiele auf Deutsch. Und man träumt auf Deutsch. Oh, der Moment, wenn man anfängt, auf Deutsch zu träumen, das ist ein Meilenstein. Ja, das ist wirklich ein Moment. Ich erinnere mich, ich habe auf Deutsch geträumt und bin aufgewacht und dachte, oh mein Gott, es funktioniert wirklich. Mein Gehirn hat Deutsch akzeptiert. Das Gehirn hat die Sprache adaptiert. Genau, adoptiert. Und das ist ein wunderschönes Gefühl. Also Leute, wenn ihr noch nicht auf Deutsch träumt, das kommt. Glaubt es mir, das kommt. Und bis dahin, übt. Und macht euch keine Sorgen über Fehler. Fehler sind Freunde. Fehler sind Freunde. Das wird unser Podcast-Motto. Ja, das drucken wir auf ein T-Shirt. Perfekt. Okay, Matteo, lass uns eine kleine Übung machen für alle, die zuhören. Was für eine Übung? Also, ich möchte, dass unsere Zuhörer sich vorstellen, dass sie gerade in einem deutschen Café sitzen. Und ich, Sophia, setze mich an ihren Tisch und ich sage, hallo, ist hier noch frei? Und sie antworten. Oh, das ist eine gute Idee. Also, Leute, pausiert hier kurz. Denkt nach. Was würdet ihr sagen? Was würdet ihr sagen, wenn ich sage, hallo, ist hier noch frei? Man könnte sagen, ja, bitte. Oder natürlich, bitte sehr. Oder ja, der Platz ist frei. Und dann? Ich setze mich und sage, danke, ich bin übrigens Sophia. Was sagt man dann? Man sagt, ich bin Matteo. Schön, dich kennenzulernen. Oder freut mich, ich heiße Matteo. Genau. Und schon hat man eine Unterhaltung begonnen. So einfach, so natürlich. Und dann kann man weiterfragen. Bist du auch aus Berlin? Oder was trinkst du? Oh, ist das ein Cappuccino? Immer mit dem Essen und den Getränken anfangen. Das ist meine Strategie und ich stehe dazu. Eine sehr solide Strategie. Ich habe nichts dagegen. Okay, also Matteo, wir sind jetzt schon eine Weile dabei. Ich möchte, wenn du magst, nochmal auf den Anfang zurückgehen. Wir haben von unseren ersten Vorstellungen erzählt. Aber wenn du jetzt zurückschauen könntest, was würdest du dir selbst sagen, dem jungen Matteo in München, der Italy gesagt hat? Das ist eine schöne Frage. Also, ich würde mir sagen, relax. Entspann dich. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nur ehrlich sein und mutig sein. Und wirklich wichtig, lächeln. Ein Lächeln ist in jeder Sprache gleich. Das ist schön. Und ich würde mir sagen, diese Fehler, die du jetzt machst, die werden eines Tages lustige Geschichten und du wirst sie in einem Podcast erzählen. Und Hunderttausende Menschen werden zuhören. Hunderttausende. Also, danke, junger Matteo, für deine Fehler. Du hast uns viel Unterhaltung geschenkt. Und ich würde der jungen Sophia sagen, sei nicht so streng mit dir selbst. Du wirst Spanien vergessen, du wirst das falsche Wort benutzen, du wirst jemanden mit du ansprechen, der eigentlich ein sie erwartet. Und das alles ist okay. Das alles gehört dazu. Ja, es gehört dazu. Und ich glaube, deswegen ist dieser Podcast auch so wichtig. Nicht, weil wir Lehrer sind, sondern weil wir zeigen, hey, auch wir haben Fehler gemacht.
Auch wir waren Anfänger. Auch wir haben gezittert. Und trotzdem sitzen wir jetzt hier und reden auf Deutsch. Ganz natürlich. Ohne Angst. Ohne Angst. Und das kann jeder erreichen. Wirklich. Jeder einzelne von euch. Ich möchte noch etwas hinzufügen, bevor wir zum Ende kommen. Natürlich, bitte. Ich höre manchmal von Leuten, die sagen, ich fange erst an zu sprechen, wenn mein Deutsch perfekt ist. Und das macht mich ein bisschen traurig. Weil das nicht funktioniert. Weil das nicht funktioniert. Sprache lernt man durch Sprechen. Man kann noch so viele Bücher lesen, noch so viele Videos schauen. Irgendwann muss man den Mund aufmachen. Es ist wie Schwimmen lernen. Man kann die Theorie kennen, man kann sich Videos anschauen, man kann die Bewegungen im Kopf durchgehen. Aber irgendwann muss man ins Wasser springen. Und manchmal schluckt man dabei Wasser, aber man lernt es trotzdem. Man lernt es trotzdem und man wird besser. Jedes Mal ein bisschen besser. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ist der Tag. Wenn ihr noch nie auf Deutsch mit jemandem gesprochen habt, heute ist der Tag. Stellt euch vor, in einem Kommentar, wenn ihr wollt, schreibt uns auf Deutsch. Oh ja, das ist eine tolle Idee. Schreibt uns in den Kommentaren auf Deutsch, wie ihr heißt, woher ihr kommt und eine interessante Sache über euch. Das ist eure Hausaufgabe. Hausaufgaben, jetzt sind wir doch Lehrer. Naja, manchmal schon. Aber okay, lass uns kurz zusammenfassen. Was haben wir heute gelernt? Also, erstens, eine Vorstellung auf Deutsch braucht nicht perfekt zu sein. Wichtig sind Name, Herkunft, Beruf oder Hobby und eine persönliche Note. Zweitens, ich heiße und mein Name ist bedeuten dasselbe. Beides ist richtig. Drittens, in formellen Situationen sagt man Sie, in lockeren Situationen du. Und wenn man unsicher ist, einfach fragen. Viertens, Fehler sind normal, unvermeidbar. Und, wie Sophia so schön gesagt hat, Fehler sind Freunde. Das Motto steht. Und fünftens, und das ist vielleicht das Wichtigste, fang an zu sprechen. Jetzt, nicht wenn dein Deutsch perfekt ist. Jetzt, wie es ist. Ja, genau jetzt. Genau so, wie du bist. Mit deinem Akzent, mit deinen Fehlern, mit deinem Mut. Das ist genug. Du bist genug. Du bist genug. Das ist eigentlich der schönste Satz der ganzen Episode. Finde ich auch. Okay, sollen wir? Ja, also, vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Das bedeutet uns wirklich viel. Ja, wirklich. Jede einzelne Person, die zuhört. Wir sehen euch nicht, aber wir wissen, dass ihr da seid. Und das macht uns glücklich. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal. Drückt auf die Glocke, damit ihr keine neuen Episoden verpasst. Und teilt den Podcast mit jemandem, der gerade Deutsch lernt. Es könnte genau das sein, was er oder sie braucht. Wir kommen jede Woche mit neuen Themen, neuen Geschichten, neuen Gesprächen. Immer auf Deutsch. Immer für euch. Und immer mit ein bisschen Chaos. Immer mit Chaos. Das ist unser Versprechen. Passt auf euch auf. Übt Deutsch. Und vergesst nicht, Fehler sind Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Speak Deutsch Now. Tschüss, ihr Lieben. Macht's gut. Und denkt an eure Hausaufgaben. Ja, Kommentare auf Deutsch. Wir lesen alle. Wirklich alle. Bis bald. Bis bald.